Spiele mit dieser... Leider ist es sehr laut vor meinem Fenster. Hier ist nämlich direkt eine Baustelle. Ich hoffe, das geht trotzdem. Alle, die Nintendo verfolgen, werden das safe wissen. Der Nintendo 3DS Shop wird geschlossen. Das führt natürlich zu Handlungsbedarf, ne? Weil viele Spiele einfach verloren gehen werden. Und somit habe ich mich auch nochmal entschieden, mir echt nochmal einen Batzen 3DS-Spiele zu kaufen. Für alle, die es noch nicht wissen, kurz die Dates zu der eShop-Schließung. Und zwar ab dem 23. Mai 2022 ist es nicht mehr möglich, sein eShop-Guthaben mit Kreditkarte aufzuladen. Aber das ist nicht so schlimm, weil man kann immer noch die eShop-Karten benutzen. Allerdings geht das auch nur noch bis zum 29. August diesen Jahres. Und ab dem 29. August ist es quasi nicht mehr möglich, irgendwie Geld auf sein Konto zu laden. Ja, bis dann Ende März 2023 der eShop komplett geschlossen wird. Es wird zwar gesagt, dass man Inhalte weiterhin runterladen kann, die man gekauft hat. Die Sache ist, es gibt bisher noch keine Zeitangabe, meines Standes zumindest nach, wie lange das halt möglich sein wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, warum sollte man sich denn überhaupt noch 3DS-Spiele kaufen? Ich meine, klar, die sind bald alle weg, aber ist ja eh eigentlich alles voll alt und die Switch ist ja auch viel besser. Würde ich nicht so sagen. Der 3DS ist nämlich laut Statista auf dem 12. Platz der meistverkauftesten Spielekonsolen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zum Mitnehmen würde ich dieses Gerät immer noch bevorzugen. Der 3DS ist einfach an sich eine super coole Konsole mit super nicen Spielen. Und es ist natürlich auch noch nicht klar, wie viele Spiele auf die Switch irgendwann geportet werden, ob das überhaupt passiert. Was halt auch jetzt schon das Ding ist, dass ziemlich viele richtige Spiele, also die man anfassen kann, ziemlich teuer werden. Und ich denke, das wird natürlich mit der Schließung von den eShops krasser. Deswegen ist jetzt, glaube ich, noch ein ziemlich guter Zeitpunkt, sich einige Spiele zu kaufen. Was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, sind natürlich die Zelda-Teile, also Majora's Mask, A Link Between Worlds. Das ist so ein cooles Game, einfach wirklich, also... einfach geil und natürlich Ocarina of Time. Das Spiel mal außen vor, weil das wirklich nur ein 3DS-Titel ist. Aber diese beiden, die kann man ja auch in der 64-Version jetzt auf einem Emulator spielen auf der Switch, wenn man diese Online-Plus-Mitgliedschaft hat. Allerdings, wenn man das Spiel wirklich besitzen möchte, macht das sehr viel Sinn, sich die jetzt noch für den 3DS zu holen, weil in diesem Abonnement leiht man die Spiele ja auch nur aus und man weiß nicht, wie lange der Service am Ende wirklich aktiv sein wird, weil das natürlich wieder Nintendo komplett in der Hand hat. Und dazu kommt natürlich auch, dass die 3DS-Version ziemlich cool ist. Das sind echt 3 Spiele, kann ich nur empfehlen. Was ich mir jetzt auch noch geholt habe, ist Luigi's Mansion, Junge Englisch, 1 und 2, weil da ist nämlich jetzt auch schon das Phänomen, dass der erste Teil, was ja auch eigentlich ein Gamecube-Spiel ist, der wird ziemlich teuer gerade. Und ich finde das wirklich interessant, dass es irgendwie so ein paar Spiele gibt, die jetzt echt so durch die Decke gehen vom Preis. Was ich mir jetzt auch noch gekauft habe, ist New Super Mario Bros. 2, weil das habe ich nie gespielt. Und das hier hatte ich halt davor schon, Super Mario 3D Land. Also wenn man Mario mag, dann ist das einfach nice. Was ich mir auch geholt habe, was aber ein bisschen unnötig, glaube ich, war, ist nochmal Mario Kart 7, weil ich das auch nicht hatte. Aber Alter, ich war so enttäuscht, ne? Einfach fucking Waluigi ist nicht im Spiel drin. Aber wie auch immer, trotzdem nicer Teil. Was auch ganz cool ist, dass das Online-Spiel natürlich noch unterstützt wird, was Spaß macht und zur Switch eine coole Alternative ist. Was ein riesengroßes Thema gerade ist natürlich auch Pokémon. Und das ist auch wieder dieses Phänomen, dass die Pokémon-Teile, die werden gerade teuer. Also nicht nur die 3DS-Teile, aber auch die Nintendo DS-Spiele. Ich habe gesehen, Gold und Silber, also DS-Remakes, die sind sehr, sehr, sehr teuer jetzt geworden. Also wenn man die physisch besitzen möchte. Ja, ich finde es bei Pokémon eh immer so ein bisschen schwierig, weil ich bin ehrlich, ich hatte noch nie ein Pokémon-Spiel, wirklich. Und ich habe mir jetzt das erste Pokémon-Spiel für mich einfach gekauft. Das ist Pokémon Sonne. Aber ganz ehrlich, ich habe nur das geholt, weil ich das noch ziemlich günstig gefunden habe. Ich habe aber, meine ich, gehört, dass X und Y ein bisschen besser sein sollen als Sonne und Mond. Aber ich habe jetzt erstmal hier Sonne mir gegönnt und habe jetzt einfach mal ein physisches Pokémon-Spiel. Ein anderes Spiel, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist Animal Crossing New Leaf. Eigentlich finde ich, bei Animal Crossing ist es immer so, sobald ein neues Animal Crossing rausgekommen ist, brauche ich das alte irgendwie nicht mehr. Aber es ist natürlich trotzdem mal so, dass alte Spiele auch immer irgendwelche Features haben, die die neuen nicht haben. Und auch für die Nostalgie und für die Sammlung ist Animal Crossing New Leaf natürlich ganz, ganz wichtig. Ich hätte es mir ehrlich gesagt wahrscheinlich jetzt auch nicht nochmal gekauft, wenn ich es nicht schon hätte. Obwohl noch ein anderes Spiel, was mich überrascht, dass jetzt noch einige Leute darüber reden oder irgendwie sagen, dass man sich das auf jeden Fall noch runterladen sollte, ist Tomodachi Life. Ich erinnere mich auch noch ziemlich gut daran, wo das rausgekommen ist. Und am Anfang habe ich das richtig intensiv gespielt. Es war halt einfach super komisch, aber halt auch sau lustig, weil man hat da ja so seine Mies und die wohnen in so einem Haus oder so und die haben dann so ein bisschen so ihr eigenes Leben und
Man erstellt ja oft Mies nach Personen, die man aus dem echten Leben kennt und dann bilden sich da auf einmal Pärchen und die können halt auch einfach Kinder bekommen dann zusammen und es ist einfach ein lustiges Spiel. Irgendwann wird es halt langweilig, fand ich zumindest. Und ein Spiel gibt es noch, was ich überlege die ganze Zeit noch mir zu holen, obwohl, okay, es gibt viele, wirklich viele, aber eins, was ich auf jeden Fall eigentlich... Nee, es sind sogar 3. Ein Game, was glaube ich auch noch richtig cool ist Rhythm Paradise Megamix. Ich habe das auf dem DS krass gesuchtet, da gab es ja auch schon einen Teil aus der Reihe. Es ist jetzt ein bisschen an Zeit vergangen, weil ich einfach fürs Schneiden immer richtig lange brauche. Deswegen habe ich das Spiel mittlerweile und ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Was mir direkt aufgefallen ist, was anders ist, auf dem DS hat man den DS seitwärts gehalten, also quasi wie ein Buch. Und in diesem Teil hält man ihn halt normal. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass man das Spiel jetzt mit den Knöpfen bedient. Davor was mit dem Touchpad. Und das fand ich am Anfang ziemlich blöd. Mit einem Knopf hat man ja immer so eine leichte Verzögerung bei der Eingabe. Und das hat mich sehr gestört. Und ich war da erst so, es gefällt mir nicht. Aber man kann das umstellen und hat da die Möglichkeit, entweder mit dem Touchpad oder mit den Knöpfen zu spielen. Was zum vorherigen Teil auf jeden Fall eine Erneuerung ist. Ja, ich habe noch nicht so weit gespielt, was mich aber auch ein bisschen schon direkt stört. Es gibt da jetzt so einen Story-Modus, den man spielt. Und ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen unnötig. Dann noch ein Game, wovon ich mal die Demo hatte, das ist auch schon richtig lange her. Das war Resident Evil Revelations. Ist ja so, auf dem 3DS ist ja bei den Demos so ein Zähler, wie oft du es schon gespielt hast. Und ich habe diese Demo wirklich 15 Mal schon gespielt, weil ich es so cool fand. Weil ich das mit dem 3D fand ich krass. Und ich habe irgendwie Bock, das Spiel vielleicht mir auch noch zu holen. Und noch ein drittes Spiel, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, weil es kennt irgendwie keiner. Und ich kann verstehen, warum es nicht so viele Leute kennen. Und das ist nämlich Picross Round 2. Picross ist halt so ein Rätselspiel. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen wie Sudoku, aber halt auch nicht. Und auf dem Nintendo DS ist damals eine 3D-Version rausgekommen. Also normalerweise hast du nur 2 Ebenen bei Picross und dann ist es so 3D-mäßig geworden auf dem DS. Auf jeden Fall habe ich das Spiel auch richtig, richtig intensiv gespielt. Das ist eins der wenigen Spiele auf dem Nintendo DS, was ich ab und zu sogar noch spiele. Das hier habe ich jetzt auch und es gefällt mir sehr gut. Was auch noch irgendwie ein bisschen mysteriös für mich ist, dass ein Professor Layton-Teil für den 3DS jetzt auch gerade richtig teuer wird und es deswegen auch irgendwie lohnenswert wäre, den jetzt noch über den 3DS eShop zu holen, wenn man den dann noch für den regulären Preis bekommt. Aber da gibt es schon echt so ein paar Schätze, wo man jetzt vielleicht nochmal drauf schaut. Wenn man die mal spielen möchte, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, entweder natürlich die physisch zu holen. Ich würde immer physisch empfehlen, weil dann hast du auch nicht das Problem, dass dein 3DS vielleicht irgendwann mal kaputt geht. Wenn Nintendo diesen Service nicht mehr unterstützt mit dem erneuten Runterladen, dann ist das Spiel einfach weg für immer. Deswegen physisch ist natürlich immer besser, auch wenn man es vielleicht nochmal weiterverkaufen will. Aber wenn es einfach jetzt gerade Spiele gibt, die vom Sammlerwert sehr, sehr, sehr stark steigen und man die einfach spielen möchte, ist jetzt nochmal etwas Zeit, sich die über den eShop zu kaufen. Was ich in dem Video vergessen habe zu erwähnen, sind natürlich auch noch diese 3DS-Exklusiv-Download-Titel, zum Beispiel diese Boxboy-Trilogie oder auch Pull-Blocks, was auch viele Leute empfehlen, aber ich habe die halt nie gespielt. Ich überlege, ob ich mir die jetzt auch noch holen soll. Die werden halt nach Schließung des eShops wirklich verloren sein, wenn die nicht in irgendeiner Form auf die Switch geportet werden. Was natürlich auch noch ein riesiges Thema ist, sind die Emulatorenspiele, also die ganzen Gameboy und SNES und NES-Spiele, die man auch auf dem 3DS kaufen kann, auch auf der Wii U, aber ich rede jetzt erstmal über den 3DS. Und da gibt es natürlich auch einiges, was ziemlich nice ist. Also auch, wie gesagt, Pokémon-Spiele, also wirklich auch die Originalen, sage ich mal, blaue Edition, rote Edition, gelbe Edition. Wenn man sich diese Charts anguckt, die sind alle ganz weit oben. Also alle Leute kaufen sich jetzt wirklich gerade diese alten Spiele und die momentanen Bestseller-Charts auf dem 3DS bestehen wirklich gerade aus Pokémon und Zelda-Spielen tatsächlich. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Also vor allem natürlich die Zelda-Spiele für den Game Boy, aber auch so Titel wie A Link to the Past oder auch das allererste Zelda für die NES ist halt einfach super geil und man hat es einfach auf dem 3DS am Start und fühlt sich dann auch irgendwie an wie so ein Game Boy. Klar, es gibt auch noch viele DSiWare-Titel, die man sich vielleicht auch nochmal anschauen könnte, weil die sind danach auch wahrscheinlich für immer weg. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal vorbeizuschauen. Aber ich muss auch sagen, es gibt so viele Spiele und es gibt so viele Empfehlungen jetzt. Aber das läppert sich, wenn ich überlege, was ich jetzt hier schon wieder ausgegeben habe. Und man sollte halt auch nicht vergessen, dass wir nicht wissen, was noch alles auf die Switch kommt. Es ist natürlich gut möglich, dass es für die Switch auch weitere Emulatoren geben wird. Ich meine, momentan gibt es NES, SNES und Nintendo 64. Kann auch sein, dass in irgendeiner Form noch DS-Spiele integriert werden, Gameboy-Spiele, 3DS-Spiele. Und was natürlich auch noch dazu kommt, wenn es jetzt zum Beispiel von Luigi's Mansion 2
2, was ja ein 3DS-Titel ist, wenn da jetzt ein Switch Remaster kommt, dann wird es niemals die gleiche Spielerfahrung sein wie auf einem 3DS, weil die Konsolen einfach unterschiedlich sind. Ich überlege sogar, mir noch einen neuen 3DS zu kaufen, beziehungsweise den New 2DS, weil ich nur diesen hier habe und ich hätte gerne einen als Backup und vor allem hätte ich gerne einen etwas größeren doch noch. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Mein 3DS ist treu und weiß ich auch nicht, der wird für immer halten, weil der ist einfach der Beste so. Ich kann auch nichts dafür. Guckt euch den eShop an, aber macht euch auch nicht zu verrückt, weil Nintendo wird die Spiele weiterhin ausschlachten, wie es nur geht und ich glaube, einiges wird auf die Switch noch irgendwie rüberkommen. Aber man weiß es natürlich nicht und höchstwahrscheinlich auch nicht alles. Oh, es gibt immer noch so viele Spiele. A Link Between Worlds, das Spiel, ich glaube, das ist